Vater im Himmel, danke, dass wir hier zusammenkommen können und dein Wort studieren können. Herr, wir möchten dir alles in deine Hände geben. Bitte öffne unsere Herzen und unsere Gedanken, dass wir diese Dinge verstehen, nachvollziehen können. Und bitte verändere uns durch diese Dinge. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So I just want to spend the first few minutes Ich möchte die ersten paar Minuten damit verbringen, addressing a question. eine Frage zu beantworten. It goes back to our study of Acts 27. Und diese bringt uns zurück zu unserem Studium über die Apostelgeschichte 27. It's to do with our second ship, the ship of Alexandria, Es handelt hier um dieses zweite Schiff, das Schiff Alexandria, the beginning of its journey und den Anfang seiner Reise from 1989. von 1989 an. So it'll be verse 13. Also ist Vers 13. So if we were to read verses 13 and 14. Also wenn wir Verse 13, 14 lesen. Da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste von Kreta hin. Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel her, Euroklydon genannt. So we placed the waymark before this Also die Wegemarke davor platzierten wir als Lasea. Lasea. And we identified this as 1989. Und wir haben diese als 1989 identifiziert. And here, Und hier, just like at Caesarea in the first ship, und so wie in Caesarea, dem ersten Schiff, Paul gave a message to the leadership gab Paulus eine Botschaft an die Leiter, that they rejected. welche sie wieder ablehnten. The message he gave them Die Botschaft, die ihnen gab, was that if you set sail, dass wenn man die Segel setzen würde, if you follow through with the plan dass wenn man mit diesem Plan fortführen würde, or the current course you want to go on, auf diesem Kurs, auf dem man gehen wollte, you're going to lose the ship and lives. würde man das Schiff und Leben verlieren. But they don't listen to him. Aber sie hören nicht auf ihn. The reason that what causes them to disobey his advice Was sie dazu bringt, ihm oder seinen Rat zu missfallen oder nicht zu beachten, is that there's a favorable south wind. ist es dass es ein Südwind gibt, der ihnen gut gelegen kommt. So they're at Lasea. Also sie befinden sich in Lasea They want to travel to a different harbour. und sie möchten zu einem anderen Hafen fahren. And Paul tells them not to go. Und Paulus sagt ihnen, sie sollen da nicht hingehen. But the south wind comes. Aber der Südwind kommt. It's the exact wind that they want Das ist genau dieser Wind, den sie eigentlich wollen, to head in the direction that they want to go. um in die Richtung zu gehen, in die sie gehen möchten. So it's the south wind that causes them to leave Lasea and begin their journey. Also es ist ein Südwind, der sie dazu bringt, Lasea zu verlassen. So you're going to want to mark this south wind Also möchte man jetzt diesen Südwind als beginning from Lasea. von Lasea anfangen markieren. It doesn't come afterwards, Es kommt nicht danach, but at this waymark. sondern an dieser Wegmarke. Because it's that wind that causes them to leave this harbour. Denn es ist dieser Wind, der sie verursacht, diesen Hafen zu verlassen. Then we identified the next waymark Und dann haben wir die nächste Wegmarke identifiziert, was Euroclydon, welche Euroklyden genannt wird, the east wind. welche der Ostwind ist. So for the ship, Also für das Schiff there's two winds in this history. gibt es zwei Winde in dieser Geschichte. And the ship Und das Schiff equals institutions, ist gleich Institution, Einrichtungen. and these are the institutions of Adventism Und dies sind die Institutionen von dem Adventismus and of the United States. und den Vereinigten Staaten. So what the question that came in, Also die Frage, die eingegangen ist, it related to these winds
sie war in Bezug auf diesen Wind. And it was asking why this south wind was good for the ship Und die Frage war, warum war dieses Südwind gut für das Schiff? and how we related that to politics in 1989. Und wie können wir das in Bezug auf Politik anwenden im Jahre 1989? If we were to go to the great controversy, Wenn wir zum großen Kampf gehen würden, 439.3, 439, Paragraph 3. Ellen White talks about the four winds. Da spricht Ellen White über die vier Winde. She says that Daniel saw the great kingdoms Sie sagte, Daniel sah die großen Königreiche and that those kingdoms rose up und dass diese Königreiche aufkamen, when the four winds were blowing. als sie 4 Winde geblasen haben. So those winds Also diese 4 Winde, are a symbol of warfare or strife. also die Winde sind ein Symbol für Krieg und Auseinandersetzung. So those winds blew upon the sea, Also die Winde, sie blasen über das Meer and water represents peoples, nations, und Wasser repräsentiert Nationen und Menschen and political strife or warfare blows amongst those nations. und politische Auseinandersetzungen gehen um diese Nationen umher. And through that political strife, Und durch diese politischen Aussetzungen you see nations rise up or are overthrown. sieht man, dass Nationen entweder aufkommen oder überwältigt werden. So when we see a wind, Also wenn wir einen Wind sehen, we know there's political strife, dann wissen wir, dass es da politische Auseinandersetzungen gibt. and nations are either rising up Und die Nationen kommen entweder auf or coming down. oder sie kommen herunter, werden überwältigt. And then in the beginning of this story, Und am Anfang dieser Geschichte we're given two winds. wird uns 2 Winde gegeben. South first, Erst kommt der Südwind and then the east. und dann kommt der Osten. If we were to go to Life of Paul, Wenn wir zum Leben von Paulus gehen würden, das Buch, 264, also Life of Paul im Englischen, Seite 264, Paragraph 2, she tells us here da sagt sie uns, that she's talking about this journey. sie redet hier über diese Reise, She says that they decide to go against the advice of Paul, dass die Leute entscheiden sich hier gegen diese Rat von Paulus dagegen anzugehen. and when a south wind blows, Und wenn der Südwind dann bläst, they set sail from their harbour dann setzen sie die Segel, to the new harbour they want to go to. um zu diesem nächsten Hafen, zu dem sie gehen wollen, hinzukommen. And they're all rejoicing that they didn't take Paul's advice. Und sie alle hatten sich gefreut, dass sie Paulus Rat nicht gefolgt sind. And why are they rejoicing? Und warum haben sie sich gefreut? Because their journey is going so well. Denn ihre Reise geht so gut. So if this ship represents the United States and Adventism, Also wenn dieses Schiff die Vereinigten Staaten und auch den Adventismus darstellt, from 1989, von 1989, this south wind dieser Südwind is what that ship needs ist, was dieses Schiff braucht or wants. oder möchte. So if you're the United States, Also wenn man jetzt die Vereinigten Staaten wäre, you would say that this was good for your institutions. dann würde man sagen, dass das gut für seine eigene Institution wäre. What she then says Und was sie dann sagt, is that when they haven't proceeded too far, wenn sie noch nicht so weit gekommen sind, a storm comes dass ein Sturm kommt, that often follows the blowing of the south wind. welches oft dem Südwind folgt. So they're rejoicing in this history Also sie genießen diese Geschichte oder sie erfreuen sich, because if you're the ship, denn wenn man das Schiff ist, this is good for you. dann ist das gut für dich. This ship Dieses Schiff represents a country, repräsentiert ein Land, the United States. die Vereinigten Staaten. And if you're a ship and you want to travel, Und wenn man ein Schiff ist und man reisen möchte, do you want wind or no wind? möchte man Wind oder kein Wind? You need wind. Man braucht Wind. So you need political strife. Also man braucht politischen Streit. Otherwise, you're not going to get anywhere. Ansonsten kommt man nirgendwo hin. So political strife isn't good or bad Also politischer Streit ist jetzt nicht unbedingt schlecht oder gut, just by itself. sondern nur in sich selbst. It depends. Es kommt drauf an. That wind can either be good for the ship or bad for the ship.
Der Wind kann entweder gut oder schlecht für das Schiff sein. depending on how destructive it is Es kommt darauf an, wie zerstörerisch es ist and what direction it's blowing. und in welche Richtung er bläst. And this south wind Und dieser Südwind is good for the United States. ist gut für die Vereinigten Staaten. This east wind Dieser Ostwind is bad for the United States ist schlecht für die Vereinigten Staaten, because it's destructive denn es ist zerstörend and it takes them off course. und es bringt sie vom Kurs ab. But this south wind Aber dieser Südwind for the ship für diesen Schiff is not destructive. ist nicht zerstörerisch. So it's not the United States in this history after 1989 Also es ist nicht die Vereinigten Staaten nach der Geschichte von 1989, that's being overthrown or coming down. welches niederkommt oder What's- überwältigt wird. What's falling in this history? Was fällt in dieser Geschichte? The east wind is Islam. Der Ostwind ist der Islam From 1989 forward, und von 1989 an, what is the south? was ist da der Süden? I'm suggesting Ich sage, the king of the south. es ist der König der Süden. We have 4 winds in Bible history, Wir haben, prophecy. wir haben 4 Winde in der biblischen Prophezeiung. The east is Islam. Der Osten ist der Islam We have another 3 to define. und wir haben noch 3 weitere, die wir definieren müssen. And I'm suggesting the south is the king of the south. Und ich schlage vor, dass der Südwind der König des Südens darstellt. Donald Trump made a statement Donald Trump hat eine Aussage getätigt late last year. spät im letzten Jahre. He was talking about the rise of the internet, Er hat über das Aufkommen des Internets geredet and he said that the rise of cyberspace und er hat gesagt, dass dieser Aufkommen des Cyberspaces corresponded with the rise of the United States gleich dem Aufkommen der Vereinigten Staaten oder parallel zu setzen ist, as the world's only superpower. als die alleinige Supermacht in der Welt. So when did this happen? Wann ist dies passiert? When did cyberspace rise up? Wann ist dieser Cyberspace aufgekommen? When was the United States rising as the world's only superpower? Wann ist die Vereinigten Staaten aufgekommen als die einzigste Supermacht? Donald Trump is using the technique of parables. Donald Trump benutzt die Technik von Gleichnissen. He's taken the United States as the world's superpower, Er nimmt die Vereinigten Staaten und definiert sie als Supermacht compared and contrasted it with the rise of the internet. und parallelt und stellt sie gegenüber mit dem Parallels with what? Mit dem Internet. And that's 1989 Und das ist 1989 to 91. bis 1991. And why is the United States rising up as the world's only superpower? Und warum ist es, dass die Vereinigten Staaten als die einzigste Supermacht aufkommt? Because there was a second superpower Denn da gab es eine zweite Supermacht, that's falling, die fällt, the Soviet Union. die Sowjetunion. Because prior to 1989, Denn vor 1989 you had 2 global superpowers, not one. hatte man 2 globale Supermächte, nicht nur eine. So this is the king of the south Also dies ist der König des Südens, losing power. der Macht verliert And it just doesn't just end in 1991. und sie nicht nur 1991 endet, This is the history of Gorbachev. sondern das ist die Geschichte von Gorbatschow Then from 1991 und von 1991 an to 1999, bis zu 1999 you have the history of Boris Yeltsin. hat man die Geschichte von Boris Nelson Then from 1991 to 9/11, und von 1999 bis 9/11 you have Vladimir Putin. hat man Putin dann, But Wladimir Putin. he's weak. Und er ist schwach. So from 1989 to 9/11, Von 1991 bis zu dem 11. September. if you want to see the United States rise up as the world's only superpower, Wenn man die USA als die einzigste Supermacht der Welt aufkommen sehen würde wollen, the only reason that this ship of the United States is doing so well der einzigste Grund, warum dieses Schiff der USA so gut sich so gut handhabt, is because there's global strife ist, weil da globaler Streit ist, relating to the king of the south die in Verbindung mit dem König des Südens steht, that is favorable to the United States. welche gut für die Vereinigten Staaten ist. And that is the fall of the Soviet Union Und das ist dieser Fall der Sowjetunion and the weakness of Russia. und die Schwachheit von Russland.
So that's why I'm suggesting Das ist, warum ich vorschlage, there's a good south wind. dass es da einen guten Südwind gibt. It's the king of the south, Das ist der König des Südens. and it's good for the ship. Und es ist gut für das Schiff. And the ship is the United States. Und das Schiff ist die Vereinigten Staaten. And this becomes a pattern Und das wird zu einem Muster. because I would suggest Denn ich würde vorschlagen, 1989, 1989 the fall of the king of the south. ist der Fall des Königs des Südens. It's a favorable south wind. Ist ein guter Südwind. 1991, 1991, sorry, 1990, Entschuldigung, 1990 you have the New World Order. hat man die neue Weltregierung. If we were to do end from beginning, Wenn wir das Ende vom Anfang hier anwenden, when would we repeat 1989? wo würden wir 1991 wiederholen? 1989 1989 is the fall of the king of the south. ist der Fall des Königs des Südens. What we have been doing Oder was wir tun oder auch getan haben, is the following. ist das folgende. We've been teaching Wir haben gelehrt, 1989, 1989, birth, Geburt, 30 years later, 30 Jahre später, takes us to 2019. bringt uns zum Jahre 2019. This is November 9, Das ist der 9. November. November 9. Das ist der 9. November. Birth, Geburt baptism, und hier Taufe. 30 years of training. 30 Jahre des Trainings. This is a story of the priesthood. Das ist eine Geschichte über die Priesterschaft. If you want to be a priest, Wenn du ein Priester sein möchtest, it's 30 years dann sind es 30 Jahre. from birth Von der Geburt an of training bis und das Training hindurch. until you're ready to work as a priest. Bis man dann bereit ist, als ein Priester zu arbeiten. So when we do end from beginning, Und wenn man das Anfang vom Ende jetzt hier anwendet, we go from 1989 to 2019, dann gehen wir von 1989 bis 2019 and it's telling a story und es erzählt uns eine Geschichte, of the priesthood. der Priesterschaft. But when we talk about the king of the south, Aber wenn wir über den König des Südens reden, we have to do something different. dann müssen wir etwas anderes tun. So what I would suggest, Was ich vorschlagen würde, if we wanted to talk about 1989, wenn wir über 1989 reden möchten, we cannot dann können wir say nicht, 1989 dass 1989 takes us to Raphia, uns zu Raphia bringt. because this is not the beginning and end of a story. Das ist nicht der Anfang und das Ende einer We're Geschichte. going to explain that in more detail in a later class. Und wir werden das später noch detailliert in einem Unterricht behandeln. 1989 is the defeat of the king of the south. 1989 ist wird der König des Südens besiegt. If we want to see that story completed, Wenn wir diese Geschichte komplett oder vervollständigt sehen möchten, 1989 is not telling us the story of Raphia. dann tut uns 1989 nicht die Geschichte von Raphia erzählen, It's telling us the story of Panium. sondern die Geschichte von Panium. This is the fall of the king of the south. Dies ist der Fall des Königs des Südens. This is the fall of the king of the south. Das ist auch der Fall des Königs des Südens. Then you see rise up a new world order. Und man sieht eine neue Weltregierung, wie sie aufkommt. Then we will see a rise of the new world order. Und wir sehen, say that again? We will see the rising up of a new world order. Und dann sehen wir auch hier wieder dieses Aufkommen einer neuen Weltregierung. But what we need to identify, Aber was wir aufzeigen möchten, if this is a repeating pattern, wenn das ein wiederholendes Muster ist, and Ellen White says it is, und Ellen White sagt, das ist so, the south wind is followed by the east wind. dann wird der Südwind vom Ostwind gefolgt. So if the king of the south falls at Panium, Also wenn der Südwind am Panium, wenn der Südkönig hier am Panium fällt, what's going to strike soon after? was attackiert denn kurz danach? Islam. Es ist der Islam. We have to expect that. Wir müssten das erwarten. We already have one testimony, Wir haben bereits schon einen Zeugen dafür. but it's a repeating pattern, Aber es ist ist ein wiederholendes Muster. end from beginning. Das Anfang vom Ende.
So we see this favourable south wind Also wir sehen diesen günstigen Südwind, repeated at Panium. der an Panium wiederholt werden wird. We're lining up New World Order, New World Order. Und wir stellen die neue Weltregierung parallel mit der neuen Weltregierung. And all of this 1989 and 9/11 Und all das 1989 bis den 11. September is the story of one president. ist es die Geschichte eines Präsidenten. Because this is a George Bush Denn das ist ein George Bush and this is a George Bush. und das ist auch ein George Bush. This is a Trump. Das hier ist ein Trump When we get down to Sunday law, und wenn wir zum Sonntagsgesetz kommen, it's a Trump. dann ist das auch wieder ein Trump. I know this is father and son, Ich weiß, das hier ist Vater und Sohn, but treat it like a parable. aber behandelt es wie ein Gleichnis. They're the same person. Sie sind die gleiche Person. This is the same person. Das ist die gleiche Person. So if we liked George Bush's response to 9/11, Also wenn wir George Bush seine Antwort auf 9/11 gemocht haben, it's time to ask ourselves. dann ist es Zeit, uns selber zu fragen. We've been looking for globalists. Wir haben Ausschau nach Globalisten getan. We got to the history after 9/11 Wir sind zu der Geschichte nach dem 11. September gekommen and the Iraq War. und im Krieg im Irak Did we like the New World Order? haben wir die neue Weltregierung gemocht. Because if you liked what George Bush did in that history, Denn wenn man das gemocht hat, was George Bush in dieser Geschichte getan hat, the response of the churches, da ist die Antwort der Kirchen war, you've already seen the New World Order, ihr habt bereits schon die neue Weltregierung gesehen, that kingdom of Bible prophecy, dieses Königreich der biblischen Prophetie, the history of Sunday law, die Geschichte des Sonntagsgesetzes, and you liked it. und man hat sie gemocht. It's time to revisit our worldview. Es ist Zeit, unsere Weltanschauung nochmal zu überdenken. So that was to answer the question. Also das war, um jetzt die Frage zu beantworten. If not, please re-comment Wenn das noch nicht ausreichend war, dann einfach nochmal drüber kommentieren, if I've missed the point. wenn ich den Punkt verpasst habe. But that's how I see the south wind in this history. Aber das ist, wie ich den Südwind in dieser Geschichte betrachte. That's enough. Okay. If anyone wants to take a note, I'll leave that for a minute. Wenn jemand das hier jetzt aufschreiben möchte, dann lassen wir das kurz hier so stehen. So back to our study of Pyrrhus. Also zurück zu unserem Studium von Pyrrhus. We went from Acts 27 to the 273 to Pyrrhus. Wir sind von Apostelgeschichte 27 zu der Zahl 273 gegangen und dann zu der Geschichte von Pyrrhus. And the reason we did that, Und der Grund, warum wir dies getan haben, because we saw the repeat of Acts 27 ist, weil wir die Wiederholung von der Apostelgeschichte 27 gesehen haben, of midnight cry to shipwreck. vom Mitternachtsruf bis zum Schiffbruch. It is the history Und es ist die Geschichte of Panium to Sunday law. von Panium zum Sonntagsgesetz. And 273 Und das Jahr 273 in the harvest of the Levites in der Ernte der Leviten in Acts 27 im Apostelgeschichte 27 takes us to 273 BC, bringt uns zu dem Jahr 273 vor Christus, between the defeat of the king of the south zu der Überwältigung des Königs des Südens and what we see in 272 BC, und was wir in dem Jahr 272 vor Christus sehen, all the symbology of a Sunday law, nämlich die ganze Symbolik eines Sonntagsgesetzes with flood mit einer Flut and harvest und Ernte and the full defeat of the king of the south. und mit der völligen Niederlage des Königs des Südens. So this is how we connected not just this waymark but this whole history. Also wir nicht nur diese Wegmarke, sondern diese ganze Geschichte miteinander verbunden hatten. Then we identified Pyrrhus Dann haben wir Pyrrhus identifiziert as the king of the south, als den König des Südens. and we went back to the beginning of his history, Und wir sind zurück zum Anfang seiner Geschichte gegangen, which took place in the history of the Fourth Diadochi War. welches zur Zeit des 4. Diadochenkrieges stattgefunden hat. So we've already been through the history Also wir sind bereits durch die Geschichte hindurchgegangen. in Macedonia. In der Zeit von Mazedonien, diese Kriege hier.
because he tries to establish an empire twice. Denn er versucht zweimal ein Imperium zu etablieren. First in Macedonia Erst in Mazedonien and then in Italy. und dann in Italien. In Macedonia, In Mazedonien it followed this pattern. hat es folgendes Muster gehabt. There's this ongoing conflict Da gibt es diesen Konflikt, der immerwährend ist, between Antigonus, zwischen Antigonus, his son Demetrius, sein Sohn Demetrius and four allies. und 4 Alliierten. But we always, when it comes to conflict, find one ally missing. Aber wenn es zum Konflikt kommt, sehen wir immer, wie ein Verbündeter dann fehlt. So I'm going to call them the three allies. Deswegen werde ich sie jetzt die 3 Verbündete nennen. The Fourth Diadochi War begins in 307, Der 4. Diadochenkrieg fängt im Jahre 307 vor Christus an, when Demetrius frees Athens from a dictator placed by Cassander. wenn Demetrius Athen von einem Diktatoren befreit, der von Cassander eingesetzt wurde. Then you see Demetrius go into an alliance with Pyrrhus. Dann sieht man Demetrius, wie er eine Allianz mit Pyrrhus eingeht. Pyrrhus then fights for him at the Battle of Ipsus. Und an der Schlacht von Ipsus kämpft Pyrrhus dann für ihn. The Battle of Ipsus Und die Schlacht von Ipsus is Daniel 11:4 ist Daniel 11, Vers 4 and 8:8. und Kapitel 8, Vers 8. It's when you see the kingdom of Alexander divided into the four winds. Wo wir das Königreich des Alexanders in 4 Reiche geteilt sehen, oder in die 4 Winde. Antigonus is killed. Antigonus wird getötet But from 301, und von 301 vor Christus you see Demetrius continue the empire of his father, sieht man, wie Demetrius das Reich seines Vaters weiterführt, but he's building it, aber er baut es, rebuilding it er baut es wieder as his own empire, als sein eigenes Imperium causing conflict between him and Pyrrhus. und bringt Konflikte zwischen Demetrius und Pyrrhus. And the conflict is over spheres of influence. Und dieser Konflikt geht über Einflussbereiche. Particularly in this history, Im Speziellen in dieser Geschichte, as Cassander dies, während Cassander hier stirbt and they quarrel over the division of Macedonia. und sie streiten über die Aufteilung von Mazedonien. Pyrrhus strikes first by invading Thessaly, Pyrrhus greift als erstes an, indem er Thessaly da einzieht. Demetrius responds by invading Epirus. Demetrius antwortet darauf, indem er in Epirus einfällt. This was a small event, the invasion of Thessaly, Der Einzug in Thessaly war ein kleines Ereignis. but this invasion of Danke. Epirus was a major event. Aber dieser Einzug in Epirus war ein großes Ereignis. He really damaged the country. Er hat das Land wirklich kaputt gemacht. The allies then ask Pyrrhus Die Alliierten oder Verbündeten fragen dann Pyrrhus, to break his alliance with Demetrius seine Allianz mit Demetrius zu lösen and join them in fighting him. und sie dabei zu unterstützen, gegen ihn zu kämpfen. He agrees, Er stimmt damit überein and he attacks from the west, und er greift vom Westen an, while Lysimachus comes from the east. während Lysimachus vom Osten kommt. But there is no battle. Aber da gibt es keine Schlacht. Demetrius's own people rise up and really reject him as their king. Demetrius, seine eigenen Leute stehen gegen ihn auf und tun sie als seinen Leiter oder König ablehnen. This sparks a cold war between Pyrrhus and Lysimachus. Und dies ist der Funke zu einem kalten Krieg zwischen Pyrrhus und Lysimachus, Because they both want Macedonia for themselves. denn sie möchten beide Mazedonien für sich selbst. Because of Cold War tactics, Und wegen kalten Kriegen oder Taktiken des Kalten Krieges Pyrrhus loses all but the borders of his own country. verliert Pyrrhus alles bis auf die Grenzen seines eigenen Königreiches. To Lysimachus. Er verliert es an Lysimachus And he goes back home. und er geht wieder zurück. But then we identified a problem Aber dann haben wir das Problem identifiziert,
across the ocean nämlich über dem Meer, in Italy. und zwar nämlich in Italien. The same time all of this is going on, The same kind of what? at the same time, Zur gleichen Zeit there is conflict in Italy. gibt es Konflikte in Italien. Now we're coming into a different arena. Nun kommen wir in eine andere Gegend. And you have Rome's battle to take over the south. Wir sehen hier jetzt die Schlacht oder diesen Krieg von Rom, wie sie den Süden einnehmen wollen. So you have Italy, Also wir haben Italien, you have Rome in the north, und man hat Rom im Norden, the south composed of city-states. der Süden besteht aus Stadtstaaten, You have Thurii, man hat Turi, that has internal problems welches interne Probleme hat between two groups, zwischen zwei Gruppen, two political parties. zwei politische Parteien, The Democrats, die Demokraten, who are loyal to their relatives, welche loyal ihren Verwandten gegenüber ist, and the aristocrats, und die Aristokraten, who are more driven by trade and wealth. die mehr von Gewinn und Handel oder Wohlstand bewegt werden. So the Democrats want to go to Tarentum for help, Die Demokraten möchten nach Tarentum gehen, um dort für Hilfe zu erbeten. and the aristocrats want to appeal to Rome. Und die Aristokraten möchten Rom um Hilfe beten. And in this conflict, Und in diesem Konflikt the aristocrats win, gewinnen die Aristokraten. and they appeal to Rome's protection in 285. Und im Jahre 285 fragen sie Rom, ob sie ihnen helfen würden. They have come historically under the sphere of influence of Tarentum. Historisch waren sie eigentlich unter dem Einfluss von Tarentum. And what they say Und was sie sagen, is, we don't want to be under your sphere of influence, sagen, wir möchten nicht unter euren Einfluss mehr stehen. we want to be under Rome's. Wir möchten unter dem Einfluss Roms sein. They do that in 285. Sie machen das im Jahre 285 It's believed that they repeated that appeal in 282, und im Jahre 282 tun sie es nochmal wiederholen. and Rome took control of Thurii. Und Rom hat dann über Turi die Kontrolle eingenommen. So Tarentum attacked Thurii, Also Tarentum hat dann Turi angegriffen and this sparked war with Rome. und dies hat dann den Funken gegeben, dass es einen Krieg mit Rom geben würde. Tarentum isn't strong enough Tarentum ist jetzt nicht stark genug, to fight Rome, um Rom zu besiegen oder bekämpfen. so they appeal to their relative, Also tun sie ihren den Verwandten den Arm ausstrecken another Greek, und andere Griechen, Pyrrhus. nämlich zum Beispiel Pyrrhus. So he accepts this appeal for help. Also er nimmt diesen Hilfeschrei dann an, He sails over er segelt rüber in 280, im Jahre 280. lands at Tarentum, Er landet in Tarentum and begins setting up the south for war. und er fängt an, den Süden auf den Krieg vorzubereiten. He begins trying to strengthen that city. Und er fängt an, diese Stadt zu verstärken. Before he has finished this preparation, Also bevor er jetzt mit seinen Vorbereitungen abgeschlossen ist, Rome marches south tut Rom in den Süden marschieren and confronts him at Heraclea. und steht ihm in Herakleia gegenüber. Pyrrhus is not yet ready to fight, Pyrrhus ist jetzt noch nicht dazu bereit zu kämpfen. but he's under pressure. Rome won't wait. Aber er ist jetzt hier unter Druck, denn Rom wollte nicht mehr warten. So he fights the first of 3 battles at Heraclea. Also er tut die erste Schlacht von 3 Schlachten kämpfen, nämlich die Schlacht von Herakleia. In this battle, Und in dieser Schlacht Pyrrhus wins tut Pyrrhus gewinnen, because he has a new mode of warfare denn er hat eine neue Art der Kriegsführung, that the Romans have not seen before and do not know how to respond to. denn die Römer haben diese Kriegsführung vorher noch nie gesehen und sie wussten auch nicht, wie sie darauf antworten sollten. That's the elephant. Und das sind diese Elefanten. So even though
it's a difficult victory, Und auch wenn es eine schwieriger Gewinn oder Sieg ist, I just want us to note as we build a pattern ist, dass ich euch hier aufmerksam machen möchte auf etwas, während wir ein Muster aufbauen, Rome marches on Pyrrhus, dass Rom auf Pyrrhus zugeht and it's a victory for Pyrrhus. und es ein Sieg für Pyrrhus ist. They almost fight again, Sie tun dann beinahe nochmal kämpfen, but it's coming into winter, aber es wird jetzt hier langsam Winter. so it's not a good time for them to fight. Also es ist kein guter Zeitpunkt für sie, um zu kämpfen. So they both withdraw, Und sie beide ziehen sich zurück. continue their preparation. Sie tun ihre Vorbereitungen weiter fortsetzen. And it's in the following spring Und im folgenden Frühling at Asculum, in Asculum they again meet. tun sie sich wieder aufeinandertreffen. Pyrrhus comes against the Roman army, Nun kommt Pyrrhus gegen die römischen Armeen an. and Rome has used this period of winter Und Rom hat diese Periode des Winters benutzt, to build 300 anti-elephant carts. um 300 Anti-Elefanten-Wagen zu bauen. But they're broken up. Und diese sind aufgebrochen. Pyrrhus wins again, Diese werden zerstört und Pyrrhus gewinnt wieder. thanks to the elephants. Den Dank den Elefanten. Going to read from A.T. Jones, Ich werde hier von A.T. Jones lesen. talks about this battle. Er redet über diese Schlacht. It's 1898. 1898. A.T. Jones, A.T. Jones. Great Empires of Bible History. Great Empires of Bible History. Große Imperien der biblischen Prophetie. To 18.3. Seite 218, Paragraph 3. He says his second battle was fought near Asculum, Sagt, diese zweite Schlacht wurde in der Nähe von Asculum geführt. but at a great loss for Pyrrhus. Und es war ein großer Verlust für Pyrrhus. Despite this loss, Pyrrhus was the winner. Und auch außer Acht gelassen, dass Pyrrhus eigentlich der Gewinner war. But he also suffered loss. Er hat auch viel Verlust gemacht. And in answering one of his officers who congratulated him on his victory, Und einer seiner Offiziere, der ihn zu seinem Sieg beglückwünschte, Pyrrhus responded, hat Pyrrhus hat folgend geantwortet: "If we win another battle like the last one, we will be ruined." Wenn wir noch einen weiteren Sieg erhalten wie diesen letzten, dann werden wir ruiniert sein. This was twice the battle of Heraclea, Das war beides mal diese Schlacht von Heraklea, taking 2 days. ist zweimal so groß gewesen wie die Schlacht von Heraklea, nämlich es hat 2 Tage lang gedauert. The first day, neither won. Am ersten Tag hat keiner von ihnen gewonnen. The second day, Pyrrhus attacked with his war elephants, Den zweiten Tag hat Pyrrhus nun seine Kriegselefanten benutzt und hat gewonnen, which overwhelmed the position of the Romans. welche die Position der Römer überwältigte. It was elephants that decided that victory. Es waren Elefanten, die diesen Sieg verursachten oder entschieden. So after this, Also nach dies, because Pyrrhus was losing so many men, denn Pyrrhus hatte so viele Männer verloren, he made a temporary peace with Rome, hatte einen vorübergehenden Frieden mit Rom eingegangen and he sailed for Sicily. und er segelt nach Sizilien. Because even though he was winning, it was not going so well. Auch selbst wenn er am Gewinnen war, ging es trotzdem nicht so gut. He came up with a new plan. Da kam er mit einem neuen Plan auf. So down below Italy, Also unterhalb von Italien, there's Sicily, da ist Sizilien. and Sicily was under the control of Carthage. Und Sizilien war unter der Kontrolle von Karthago. So Carthage controlled Sicily, Und Karthago hat Sizilien kontrolliert and they were dictators. und da waren Diktatoren.
Sorry for my maps. Ich entschuldige mich hier für meine Landkarten. I'm just going to be rough Ich werde hier nur so ungefähr. because I know it doesn't look like that. Ich weiß, es sieht nicht ganz so aus. And I'm not sure if you can see it. Ich bin mir nicht sicher, ob du es sehen We're kannst. good. So in Sicily, Also in Sizilien they're under the control of Carthage. sind sie unter der Kontrolle von Karthago. They send ambassadors to Pyrrhus Sie senden ihre Botschafter zu Pyrrhus and they ask him to leave his war with Rome und sie erbitten ihn, dass er diesen Krieg mit Rom doch weglässt oder beendet and sail down and free them from Carthage. und sie dann von Karthago befreit. Pyrrhus agrees. Und Pyrrhus stimmt damit überein. What Pyrrhus has developed Und was Pyrrhus entwickelt hatte, is a new plan to establish an empire. ist einen neuen Plan, ein Imperium zu etablieren. It isn't going so well just attacking Rome directly Es ist nicht so einfach, Rom direkt zu konfrontieren, because he doesn't have the resources. denn er hat nicht die ganzen Ressourcen. So he has a new plan. Also hat er einen neuen Plan. Down here is Carthage. Hier unten ist Karthago. He decides Er entscheidet sich, he's going to sail to Sicily, dass er nach Sizilien reisen würde, free them from Carthage, sie von Karthago befreien würde, take over the island, die Insel übernehmen würde and build an immense navy. und eine große Seeflotte, Seemacht aufbauen würde. It's a good location to build a navy. Und es ist ein guter Ort, eine Seemacht aufzubauen. When he has that, Und als er dies hat, he'll sail down to Carthage dann würde er nach Karthago runtersegeln and take control of Carthage. und dann würde er die Kontrolle über Karthago nehmen. Once he has Carthage, Und wenn er dann Karthago hat, he'll sail back through the Mediterranean dann würde er zurück durch das mediterranische Mittelmeer segeln. He's going to sail back around here, Dann würde er hier rum segeln take on those allies. und dann die Alliierten mit sich nehmen. Egypt, Und Ägypten Seleucus, und Seleukos, Lysimachus. Lysimachus. So his plan is Also sein Plan ist, not going well with Rome. nicht mit Rom zu gehen. Go to Sicily, build a huge navy. Geh nach Sizilien, baue eine große Seeflotte auf. Go to Carthage, get a navy and an army. Geh nach Karthago, hab eine Flotte und ein Meer, eine Armee. Come back with a lot of power. Komm zurück mit einer großen Macht. Take on those old generals. Übernimm diese alten Generäle. Sweep around Egypt and Macedonia. Man schwirrt dann so in Ägypten und dann Mazedonien rum. He'll take back the Macedonia he lost to Lysimachus. Er nimmt das Mazedonien zurück, was er an Lysimachus verloren hatte. And by that stage he'll have all of this territory and then he can defeat Rome. Und dann an diesem Punkt hätte er dann dieses ganzes Territorium und dann hätte er genug, um gegen Rom anzugehen. So he hasn't given up his plans for an empire. Also er hat seinen Plan, ein Imperium zu haben, noch nicht aufgegeben. If anything, he's become quite ambitious. Und wenn man es eigentlich so sagen könnte, er ist sehr ambitioniert geworden. The first step goes well. Der erste Schritt funktioniert. He frees Sicily from Carthage. Er befreit Sizilien von Karthago. But then there's step 2. Aber dann ist der zweite Schritt. Use Sicily's resources Die Ressourcen von Sizilien zu benutzen, to build an immense navy. um eine große Flotte aufzubauen. But he has a problem. Aber er hat ein Problem. He has to force the residents Er muss die Leute, die Bewohner dazu zwingen, to do this for him. dies für ihn zu tun. And they thought they were being freed from a dictatorship. Und sie hatten gedacht, dass sie von einem Diktator befreit worden sind. Not getting a new dictator. Und sie hatten nicht gedacht, sie einen neuen Diktator bekommen haben. So during this history in Sicily, Also während dieser Geschichte oder dieser Vorkommen in Sizilien, Pyrrhus turns into a tyrant. tut Pyrrhus sich nun in einen Tyrannen verwandeln. He starts killing or imprisoning the leading men of Sicily. Er fängt an, die Leitung oder die Führerschaft von Sizilien ins Gefängnis zu werfen. Taking over the courts, Er übernimmt die Gerichte, every layer of government, jede Ebene von der Regierung and forcing the people to build him these ships.
Und er zwingt die Leute dazu, diese Schiffe zu bauen. He begins to run out of money, Er fängt an, kein Geld mehr zu haben. so he decides on a plan. Also entscheidet er sich für folgenden Plan. There's a temple Da gibt es einen Tempel. under which is an immense amount of wealth. Unter diesem Tempel in diesem Tempel befindet sich eine große Summe von Vorkommen. It's the temple of the goddess Persephone. Es ist der Tempel der Gottheit, which one? Persephone. Ja. It contains a lot of wealth Hier sind viele Reichtümer, that has been untouched for a long time. die unbetastet waren schon seit einer langen Zeit. Pyrrhus decides to raid this temple to fund his war effort. Und Pyrrhus entscheidet sich jetzt, diese Reichtümer an sich zu nehmen, um seinen Kriegeszug zu finanzieren. He takes the wealth from this temple, Also er nimmt jetzt die Reichtümer von diesem Tempel, places it on ships, platziert sie auf Schiffe and sails it back to Tarentum to fund the war effort. und segelt sie nach Tarentum, um dort den Krieg zu finanzieren. But on the way, Aber auf dem Weg they hit a storm, kommt ein Sturm auf and those ships are wrecked. und diese Schiffe werden beschädigt. All that wealth is spread through the sea Und dieser ganze Reichtum wird im Meer verteilt and up onto the beach of Locri. und bis zu dem Strand von Lokri. This fills Pyrrhus with terror. Dies erfüllt Pyrrhus mit Angst. So he's turned into a tyrant, Also hier wird er zu einem Tyrannen. but he also raids a temple, Dann tut er auch einen Tempel entweihen. and it's important to note Und es ist wichtig zu sehen, he's not benefited by it. dass er dadurch nicht begünstigt wird. In fact, Sogar he recognizes or believes er erkennt bzw. er glaubt, that all of his future failing dass seine ganze noch kommenden Niederlagen is the judgment of the goddess ein Gericht der Gottheit ist, for raiding her temple. indem er ihren Tempel überfallen hat. So he started to have problems. Also er fängt an, Probleme zu haben. The people of Sicily begin to turn against him, Die Bewohner von Sizilien fangen an, gegen ihn anzugehen and there's financial pressure. und es gibt finanziellen Druck. The people of Sicily Die Leute von Sizilien sail back down to Carthage, sie segeln nach Karthago and zurück they ask Carthage to free them from Pyrrhus. und sie fragen Karthago, dass sie sie von Pyrrhus befreien werden. They had asked Pyrrhus to free them from Carthage, Sie hatten Pyrrhus gefragt, ob er sie von Karthago befreien würde, but they soon realized Carthage was the better master. aber schon bald haben sie realisiert, dass Karthago der bessere Meister war. Around this time, In dieser Zeit Pyrrhus hears word from Tarentum Pyrrhus erhält Nachricht von Tarentum, that Rome is marching south, dass Rom wieder in den Süden marschiert. again trying to take over the south. Wieder versucht, Kontrolle über den Süden zu erlangen. He leaves Sicily just in time as Carthage is attacking. Er verlässt Sizilien gerade in dem Moment, wo Karthago anfängt Sizilien zu attackieren. Sails back to Italy Er segelt wieder nach Italien zurück and fights his last battle with Rome at Beneventum. und hier kämpft er nun seinen letzten Kampf gegen Rom in Beneventum. In this battle, Und in dieser Schlacht he again deploys the elephants. tut er wieder die Elefanten benutzen. So if we were to draw this battle, Und wenn wir diese Schlacht jetzt nun hier malen würden, you have Rome hat man Rom and the Roman front, und die römische Front all their soldiers. oder ihre Soldaten. And over here you have Pyrrhus. Und hier drüben hat man Pyrrhus. You have all his men. Und man hat all seine Menschen, Macht. And in front of his men, Und vor seinen Kriegern you have all the elephants. hat man all die Elefanten.
And he expects to win just like the other battles. Und er erwartet es jetzt, dass er gewinnt, so wie in den anderen Schlachten. As those elephants are charging, Und während diese Elefanten sich bereit machen they're charging towards the Roman front. oder angreifen, dann greifen sie in Richtung der römischen Armeen an. But then something happens. Aber dann passiert etwas. It's believed that there was a calf in that group. Man glaubt, dass es da ein Kalb gab And its mother und seine Mutter heard that her child was wounded. hörte, wie ihr Kind verwundet wurde. So it's believed that the calf was wounded. Also es wurde geglaubt, dass dieses Kalb verwundet wurde. The mother becomes distraught. Die Mutter wird abgelenkt. She turns to find her calf. Sie dreht und wendet, um ihr Kalb zu finden. And as she turns, Und während sie sich wendet, all the others follow her. dann tun sich alle nach ihr richten und folgen ihr. And in a panic, Und in einer Panik they charge over Pyrrhus' own army. greifen sie oder überrennen sie die Armee von Pyrrhus. Whether that happened because of a wounded calf, Ob dies passierte wegen eines verwundeten Kalbes, the only explanation I found recorded. die einzigste Erklärung, die ich hier aufgeschrieben fand. We know that that elephant charge ended any opportunity Pyrrhus had in Italy. Wissen wir so dennoch, dass diese Elefanten die einzigste Möglichkeit von Pyrrhus noch Kontrolle über Italien zu bekommen, somit beendet wurde durch diese Elefanten. The elephants ran through the ranks of their own men. Die Elefanten sind durch die Reihen ihrer eigenen Krieger gerannt, Causing disorder and confusion. welches Verwirrung und verursachte. This gave the victory to the Romans. Und dies brachte den Sieg zu den Römern. Pyrrhus now lost all hope in Italy, Pyrrhus verlor nun alle Hoffnung in Italien and he fled und er floh back to Epirus. zurück nach Epirus. So it was this defeat at Beneventum that ended any hope. Also es war diese Niederlage hier in Beneventum, die alle Hoffnung nahm. There's a historian that I have a degree of faith in. Da gibt es einen Historiker, in den ich ein gewisses Vertrauen habe. Theodore Mommsen. Theodore Mommsen. And he says, Und er sagt, I don't have the quote directly in front of me. ich habe sein Zitat nicht direkt vor mir. I'll just look it up. Ich suche es hier einfach nochmal. He speaks about this battle. Er spricht über diese Schlacht hier. History of Rome by Theodore Mommsen. History of Rome, Geschichte von Rom bei Theodore Mommsen. War with Pyrrhus, union with Italy. Krieg mit Pyrrhus, Bund mit Italien. Page 107. Seite 107. In the spring of 275, Im Frühling vom Jahre 275 vor Christus Pyrrhus fought his final battle on Italian soil. hat Pyrrhus seine letzte Schlacht auf italienischem Boden gefochten. The very elephants Die gleichen Elefanten, which had won his previous victories welche seine vorangegangenen Schlachten den Sieg brachten, proved the cause of his defeat bezeugen die Niederlage by attacking their own side. Bezeugen die Ursache der Niederlage, indem sie ihre eigene Seite bekämpften It becomes very important for us oder attackierten. Es wird sehr wichtig für uns, to recognize the mode of warfare die Art und Weise der Kriegsführung hier zu erkennen in these battles. oder in diesen Schlachten zu erkennen. So as Theodore Mommsen said, Also wie Theodore Mommsen es gesagt hat, every one of these three battles jede dieser drei Schlachten was decided by the same mode of warfare. wurde durch die gleiche Art und Weise des Krieges entschieden. And this history, Und diese Geschichte hier, Beneventum, Beneventum, is this history here. ist diese Geschichte hier. We placed before
Wir platzierten bereits schon Beneventum Beneventum in the history of Pyrrhus. in der Geschichte von Pyrrhus. In another history, In einer anderen Geschichte we would call it Panium. würden wir dies Panium nennen. This is where the king of the south is defeated. Das ist, wo der König des Südens seine Niederlage erhält. So Rome came against Pyrrhus, Also Rom ist hier gegen Pyrrhus angegangen and Rome won. und Rom hat nun gewonnen. And that's Panium. Und das ist Panium. So if we were to study that, Also wenn wir dies studieren würden, we would say Beneventum. dann würden wir Beneventum sehen. There's been studies done Da wurden Studien drüber gemacht. on the symbology of Panium. Jemand hat studiert, was die Beneventum symbolisch darstellt. Was Panium symbolisch darstellt. Particularly the word Pan. Im Speziellen das Wort Pan. I just want us to note Und ich möchte einfach nur, dass wir hier sehen, that when we look at the symbology of Beneventum, dass wenn wir die Symbolik von Beneventum betrachten, you see a direct link. dass man da eine direkte Verbindung sieht. It was seen as the center of witchcraft in Italy. Es wurde nämlich als das Zentrum der Hexenkultes in Italien gesehen. It's believed that all the witches would congregate at Beneventum Es wurde geglaubt, dass all die Hexen von Italien in Beneventum zusammenkommen würden, for their rituals. um ihre Rituale abzuhalten. The particular ritual Ein spezielles Ritual would take place on a Saturday night würde eines Samstagabends stattfinden, to give birth to the Sunday Sabbath. um Geburt des Sonntagssabbats zu geben. It's an interesting study, the city of Beneventum. Es ist ein sehr interessantes Studium über diese Stadt von Beneventum And the religion that developed there. und diese Religion, die dort aufkam. Not just here, but over the centuries. Und zwar nicht nur hier, sondern in dieser Geschichte, sondern über die ganze Zeitspanne, ganze Geschichte hindurch, Jahrhunderte hindurch. It really became quite a satanic religion. Dies wurde eine ziemlich satanische Religion. Then we placed 273 BC. Dann haben wir 273 platziert. This is when Egypt recognized the ascendancy of Rome. Das ist, wo Ägypten das Aufkommen von Rom erkennt And sent ambassadors. und ihre Botschafter zu ihnen sendet. Rome found this to be a great honor. Rom fand dies als eine große Ehre. So in 272, Also im Jahre 272 Rome sent ambassadors back to Egypt, sendet Rom Botschafter zurück nach Ägypten. headed by Fabius Maximus Gergus, Und der Leitende war das Fabius Maxus. whose name means the maximum flood. Und sein Name bedeutet die Maximumflut. Oder größtmögliche Flut. So Tarentum, Also Tarentum, the south, der Süden, is defeated at Beneventum, erhält seine Niederlage in Beneventum. but the city itself did not fall. Aber die Stadt selber ist nicht gefallen. They held out under siege for 3 years. Sie halten der Belagerung stand für 3 Jahre. And Tarentum fell in 272 BC. Und Tarentum fällt in dem Jahr 272 vor Christus. One of the reasons they surrendered, Und einer der Gründe, warum sie aufgaben, because of Pyrrhus. war wegen Pyrrhus. He tried to fight a battle over here, Er hat eine Schlacht versucht, hier drüben zu bekriegen. had made some foolish decisions Und er hatte ein paar törichte Entscheidungen getan, in the city of Argos. nämlich in der Stadt von Argos. It's interesting, Es ist sehr interessant, the story of this battle. diese Geschichte dieser Schlacht. I'm hoping that I remember this correctly. Ich hoffe, dass ich das korrekt wiedergebe. If not, look out for a retraction. Wenn nicht, dann tut Ausschau nach einer Entschuldigung dafür. But I will cover it again in our next study, just in case. Aber in unserem nächsten Studium werde ich es nochmal wiederholen. There was a city. Da gab es eine Stadt. Pyrrhus led his army into it, Pyrrhus hat seine
Armee da reingeleitet he quickly realized that was a bad decision. und er hat schnell mitbekommen, dass dies eine schlechte Entscheidung war. You have the tight streets of a European city. Man hat nämlich die schmalen Straßen einer europäischen Stadt His army is in there. und seine Armee ist darin. He can't get in contact with anyone. They're all scattered. Er kann nicht mit jedem kommunizieren, die sind alle zerstreut. There's hand-to-hand combat. Und da gibt es diese Hand-zu-Hand-Kampf. He sends a message to a general Und er sendet eine Botschaft zu einem General, saying we need to get out. die sagt, wir müssen hier rauskommen. That message is miscommunicated, Diese Botschaft wird missverstanden oder weitergegeben. and the general thinks they're all meant to go into the city. Und der General versteht, dass alle in die Stadt gehen sollen. So when Pyrrhus tries to leave, Also wenn Pyrrhus jetzt versucht rauszukommen, the streets and the gates are blocked sind die Straßen und die Tore verstopft, because they've led elephants into the city, denn sie haben Elefanten in die Stadt hineingebracht. and their way out is blocked by the elephants. Und ihr Weg heraus ist durch die Elefanten verstopft oder verschlossen. So at Pyrrhus's final fall, Also Pyrrhus sein letzter Fall he's locked in that city ist er in dieser Stadt gefangen and killed und er wird getötet because of elephants. wegen eines Elefanten. The story is consistent. Die Geschichte ist konsequent den ganzen Weg hindurch. He's fighting hand-to-hand combat from on top of his horse. Er tut jetzt auch er kämpft jetzt Mann zu Mann. Er sitzt auf seinem Pferd As he fights this soldier, und während er diesen Soldaten bekämpft, this soldier from the city, his mother is watching from above. seine Mutter schaut oder betrachtet all das. Sie ist weiter oben She takes roof tiles and starts to throw them at Pyrrhus und sie nimmt einen Ziegel vom Dach und sie fängt an damit Pyrrhus zu bewerfen. from an upper window. Und zwar von einem Fenster, das überhalb lag. And one connects. Und einer verband sich. He's paralyzed and he falls off his horse. Einen trifft ihn dann, und zwar im Nacken, was ihn so schädigt, dass er vom Pferd fällt und stirbt. And the soldier kills him. Und der Soldat tötet ihn. So Pyrrhus dies in 272 BC Also Pyrrhus stirbt im Jahre 272 in the streets of Argos. in den Straßen von Argos. And as we discussed when we looked at Acts 27, Und wie wir es schon bereits behandelt haben, als wir die Apostelgeschichte 27 betrachtet haben, Argos means harvest. Argos bedeutet Ernte. So the symbology of 272. Also die Symbolik von 272. Rome goes to Egypt as the maximum flood. Rom geht nach Ägypten als die Maximumflut, also die großartigste Flut. The south is finally completely under the control of Rome. Der Süden ist nun schlussendlich komplett unter der Kontrolle von Rom. The king of the south dies Der König des Südens stirbt in the streets of Argos, in den Straßen von Argos, which means harvest. welches Ernte bedeutet. So we find 273, Also wir finden 272, just like Acts 27, genauso wie in Apostelgeschichte 27, between Panium and Sunday law. zwischen Panion und dem Sonntagsgesetz. The defeat and the death of the king of the south. Die Niederlage und der Tod des Königs des Südens. So we'll close now, Wir werden jetzt nun hier abschließen. and in our next study, In unserem nächsten Studium we want to discuss application, werden wir jetzt die Anwendungen betrachten. who Pyrrhus can represent. Wer Pyrrhus denn repräsentieren kann. So if you kneel with me, we will close in prayer. Also wenn wir uns jetzt niedergehen, dann werden wir mit einem Gebet abschließen. Dear Father in heaven, Himmlischer Vater, thank you for our blessings. danke für unsere Segnungen. I pray that you will teach us, Ich bitte, dass du uns lernen wirst we'll understand these histories. und dass wir diese Geschichten lernen können. I pray, Lord, that we will understand better how to study, Ich bitte dich, dass wir mehr verstehen würden, wie wir studieren sollen that you'll keep us from mistakes. und dass du uns von Fehlern fernhältst. And in these studies, Und dass in diesen Studien, I pray that we will not just see history, ich bitte dich, dass wir nicht nur Geschichte sehen werden, may we understand our God. sondern auch, dass wir unseren Gott verstehen würden. I pray this in Jesus' name. Und ich bitte das in Jesu Namen. Amen. Amen.